Willkommen auf Fuerteventura. Im zweiten Teil unserer Videoreihe schauen wir uns den Norden an mit Coralejo, den wunderschönen Dünen und noch viel mehr. Denn ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und wir sind immer noch auf Fuerteventura. Das ist ja einfach Karibik-Feeling pur. Während wir uns in Teil 1 unserer Videoreihe den Süden mit den Traumständen von Costa Calma und Morocable angeschaut haben, geht es in Teil 2 in den Norden der Insel. Wir schauen uns das Surferparadies rund um El Cotillo an und erkunden die älteste Stadt der Insel, Betancurria, mit atemberaubender Architektur und himmlischem Essen. Mit Abstand das beste Essen der Insel. So krass abgestimmt. Bleibt dran. Ich kann jetzt ehrlich sagen, das ist mein absolutes Highlight. Und so langsam kommt die Sonne raus. Betancurria ist mit Abstand der schönste Ort auf Fuerteventura. Der hier hinter mir ist mein Lieblingshafen. So Leute, unsere Reise Richtung Norden beginnt. Ihr seht, das Wetter ist heute ein bisschen kacke. Aber auf Fuerteventura habe ich gehört, ist das häufig so, dass es morgen schlechtes Wetter ist. Und mittags sich das komplett aufklart und wieder gutes Wetter ist. Bin mal gespannt, ob das stimmt. Weil im ersten Video hatten wir ja richtig gutes Wetter. Das erste Video seht ihr übrigens hier. Wir holen uns jetzt wieder was zu frühstücken bei meiner Mutter. Und dann geht's nach Norden. Der hat einiges zu bieten, denn neben atemberaubenden Dünen und hellblauem Meer schauen wir uns auch einen Strand an, der aussieht wie Popcorn. Und wir gehen in den Surferort El Cotillo und an die Bucht von Ajoy. Zum Schluss geht es dann nach Betancurria, der schönsten Stadt der Insel. Aber jetzt erstmal zu unserem ersten Aussichtspunkt. Wir haben viel vor. So, wir sind jetzt 40 Minuten gefahren, sind jetzt immer am Meer entlang Richtung Caleta de Fuste gefahren. Und jemand schon, der auf Fuerteventura war, wird jetzt mit den Augenbrauen hochgehen und sagen, warum sind die jetzt da? Noch ein Touri-Ort wie im ersten Teil mit mittelmäßigem Essen und sehr vielen Hotelanlagen. Ja, aber wir sind hier aus zwei Gründen. Und den ersten Grund schauen wir uns jetzt direkt an. Und das ist zwar ein natürlicher Pool. Also wenn man nicht weiß, was hier ist, dann würde man hier gar nicht nachgucken, weil hier sind super viele Klippen, hier muss man über sehr viele Felsen klettern und dann hat man mit einmal diesen Pool und es sieht einfach wirklich aus, was runtergefallen, wie ein Pool. Gerade ist natürlich sehr bewölkt und dunkel, aber ansonsten, ihr müsst euch vorstellen, das sieht aus wie so ein kleines Loch einfach und dann fließt das Wasser vom Meer da rein. Super glasklar, man sieht die Steine auf dem Boden. Hier würde ich mich echt gern reinlegen. Wahrscheinlich einer der most Instagrammable Orte auf Fuerte. Und mit Sonne definitiv noch krasser. Übrigens, Insta, wenn ihr meinem Insta-Profil folgen wollt, da könnt ihr noch mehr Stories und Bilder von mir sehen. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir haben ja noch eine Kleinigkeit in Castillo mehr zu bieten. So, und für den zweiten Spot müssen wir erstmal den Weg zum Strand finden. Gar nicht so leicht, weil hier alles voller Resorts geklatscht ist. Aber dann habt ihr gleich schon eine Aussicht auf das Castillo. Unser zweites Highlight, also dieses Castillo, dieser Steinklotz umrundet von einem Hotel, ist was Besonderes und deswegen wollte ich euch das zeigen, weil klar, er sieht jetzt erstmal nicht spektakulär raus, man kann nicht wirklich rein, aber es ist ein Castillo, das also sozusagen eine Wehranlage, die im 18. Jahrhundert gebaut wurde, Castillo de Buenaventura heißt es. Und ich werde in dem zweiten Video jetzt immer mal wieder Ortschaften raussuchen, die auch einen historischen Mehrwert für uns hier bieten und für unseren Trip hier bieten. Und eins ist eben dieses Castillo, das im 18. Jahrhundert gebaut wurde, zur Verteidigung gegen Piraten. Piraten waren im 18. Jahrhundert ein leidiges Thema hier. Gerade an der Westküste in Ajoy, wo wir ja auch noch hin werden, hatten die ihre Lager teilweise in den Höhlen drin und Co. Und dieses Castillo wurde eben gebaut, um die Städte hier zu verteidigen, was auch relativ erfolgreich war, denn oft waren es halt die britischen Piraten, die versucht haben, hier was zu erbeuten und es einfach nicht wirklich oft geschafft haben. Und genau, das ist so unser erster Teil der Geschichte, den wir hier mitnehmen können. Das ist eine kleine
naja, so ein kleiner Weg da hoch zum Kastell. Ist halt ein bisschen absurd, weil direkt daneben ein riesiges Hotel mit Pool ist. Aber das Castillo ist trotzdem cool und wir werden jetzt von hier weiter Richtung Norden. Wir überspringen Puerto del Rosario, ne, die Hauptstadt. Wir werden uns dafür alte Hauptstädte in dem Video noch angucken und gehen hoch zu den Dünen. Wenn ihr schon natürlich am Castillo seid, könnt ihr auch noch kurz am Hafen vorbeigehen. Zumindest der alte Leuchtturm ist cool, aber ist auch krass, weil da wurde auch alles in Bar und Tourismus umgebaut. Dieser Ort ist so ein bisschen, eigentlich sollte es was Cooles sein, aber auch irgendwie traurig, dass es so touristisch zerstört wurde, dieses Andenken und diese Geschichte. Wir haben uns noch für den Weg noch ein paar Snacks mitgenommen. Natalia ein Stück Pizza aus der Bäckerei und ich eine Puddingbreze. Ich weiß gar nicht, wie ich die greifen soll. Lieb ich. Aber jetzt geht es wirklich in den Norden, zu einem der schönsten Naturspektakel der Insel. So, wir sind hier bei den Dünen von Coralejo, habe ich euch vorher schon von erzählt. Es sieht hier so ein bisschen aus wie die Wüste Sahara, liegt dran, weil das der Sand aus der Wüste Sahara ist. Deswegen mein Tipp, fahrt auf jeden Fall nicht über die Autobahn nach Coralejo, wenn ihr aus dem Süden kommt, sondern fahrt die alte Straße entlang, dann kommt ihr genau in diesen Dünen hier entlang und schaut euch an, wie cool die aussehen. Nehmt euch auf jeden Fall ein paar Minuten und geht die Dünen hoch. Hier ist es richtig schön. Das Krasse, von hier kann man auch schon Lanzarote und die Insel Isla de los Lobos oder sowas heißt sie. Die ist auf jeden Fall unbewohnt, die kann man sich auch angucken. Heißt, hier hat man schon einen coolen Aussichtspunkt auf die beiden Inseln. Kurz vor Coralejo haben wir noch so einen richtig krassen Strand gefunden an den Dünen mit unglaublich blauem Wasser. Man sieht diesen Kitesurfer alleine, im Hintergrund Lanzarote. Es ist einfach so schön. Das ist die Meerenge übrigens, die ich gemeint habe, ne? Also zwischen Lanzarote und Fuerteventura, wo sehr viele Wale, aber auch weiße Haie durchschwimmen, weil hier auch der Golfstrom hergeht. Die bleiben aber im tiefen Wasser, weil die suchen hier gar nicht nach Futter, sondern die sind hier so eher auf Durchwanderung. Deswegen ist jetzt nicht groß die Gefahr mit Haiangriffen hier. Bevor wir nach Coralejo reinfahren, habe ich noch was für euch. Und zwar einen ganz besonderen Strand. Und wenn ihr euch fragt, warum noch ein Strand, Mike, dann guckt euch einfach mal hier um. Und zwar sind wir jetzt an einem Strand, den Namen blende ich hier unten ein, der ein bisschen weiter außerhalb ist. Man muss über so eine Schotterpiste fahren. Generell, das ist hier übrigens Surfer Area und wir werden morgen noch mit El Cotillo und so 2 Surferorte uns unsicher machen. Hier schaut euch mal das Gebäude an, aber jetzt gehen wir erstmal zum Strand, denn der ist ganz besonders und nennt sich Popcorn-Strand. Und ich zeige euch warum. Es sieht halt ungelogen aus, als würde hier Popcorn am Strand liegen. Das sind aber abgestorbene Korallen, also ihr könnt das nicht essen, leider. Die hier aus den ganzen Riffs und sowas kommen. Sieht aber ganz cool aus. Und man hat hier wirklich wieder einen super Blick auf Lanzarote. Man sieht hier auch 2 der bekanntesten Vulkane. Einmal den Calderón Honda, der einen riesigen Krater hat. Und morgen, wenn wir nach El Cotillo fahren, werden wir noch näher rankommen an den. Richtig geile Aussicht hier. So, wir sind jetzt in Coralejo. Die Stadt hat natürlich auch viele Touris, vor allem britische Touris. Aber sie ist natürlich auch bekannt fürs Essen. Also wenn ihr auf irgendwelche Foodblogs stößt, dann merkt ihr sehr schnell, alle Restaurantempfehlungen sind fast immer nur in Coralejo. Deswegen werden wir da auch was suchen. Und generell Coralejo, ne, hat natürlich auch sehr viel Einheimisches. Aber bekannt sind sie auch, weil hier eben die Fähre nach Lanzarote fährt. Für 18 € kriegt man die. Sind ja gefühlt nur 2 Kilometer dann über die Straße da, Meerstraße. Coralejo wirkt auch einfach anders als die Städte im Süden. Viel größer und abwechslungsreicher. In Ortschaften hier sieht man auch immer wieder Zeichen für Wanderwege. Also auf Fuerteventura kann man auch sehr viel wandern. Wir sind jetzt aber nicht zum Wandern hier mit dem Kleinen, das ist ein bisschen schwierig. Aber wir versuchen jetzt immer was zu essen. Auch wenn Coralejo jetzt nicht durch besondere Architektur heraussticht, ist es ein okayes, cutes Dorf. Es gibt einen kleinen Strand, es gibt sehr viele Bars, sehr viele Restaurants. Es ist auf jeden Fall ganz anders als der Rest der Insel, wo es ein bisschen weniger ist, weniger Auswahl auch ist. Deswegen kann man hier für einen Tag auf jeden Fall hin.
wichtiger Tipp auf jeden Fall, wenn ihr Restaurants sucht, schaut auch auf die Zeit. Wir wollten eigentlich in 2 vegane Restaurants, dann wollten wir in eine Bar. Die haben alle zu, Mittagszeit, teilweise zwischen 2 und 18 Uhr. Wenn ihr dann also sozusagen in der Zwischenzeit, so wie wir gerade hier seid, habt ihr nicht mehr so die riesige Auswahl zum Teil. Wir finden jetzt aber sicher was. Immerhin ist die Auswahl hier deutlich größer als in Morro Cabra oder Costa Calma. Endlich. Und so langsam kommt die Sonne raus. Jetzt haben wir auch langsam was gefunden. Wir sind jetzt so ein bisschen am Strand entlang gegangen, beziehungsweise an der Promenade, die wirklich der schönste Teil von Coralejo ist. In der Innenstadt finde ich es gar nicht so geil, aber da war es richtig schön. Erst überlegt, ne? Wollen wir Tapas essen, wollen wir Fisch essen, weil das wären ja so Gerichte hier. Wir dachten uns aber mal was Besonderes. Und zwar holen wir uns Arepas aus Venezuela. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Sehen auf jeden Fall schon mal richtig cool aus. Richtig kleiner Laden, auch nicht zu teuer. Wir haben jetzt irgendwie 13 € für 2 bezahlt. Geht wohl. Unglaublich geil. Der Teig ist super gut. Ich habe Avocado, Chicken und Käse. Wundert euch nicht, dass es drin kalt ist, aber es wird durch den warmen Teig so geil. Man gibt dazu Soßen, eine Knoblauchsoße, ein bisschen Chili und noch eine andere Soße. Man kriegt noch einen frischen Passion Fruit Juice. 10 von 10 in der Seitenstraße gefunden. So geil. Zum Nachtisch sind wir nach unserer Lieblingsbar gegangen. Lieblingsbar, okay, wir waren hier erst einmal vor 7 Jahren, aber die hatten damals richtig geilen Sangria. Jetzt haben wir uns wieder Sangria bestellt. Natürlich noch einen Frozen Drink, einen alkoholfreien und ein paar Kartoffeln mit Mojo-Soße. So lässt sich den Nachmittag genießen. Der Sangria ist echt lecker. Die Kartoffeln sind richtig geil. Die Mojo-Soße ist leicht scharf. Das ist richtig schön. Gute Oliven, dazu ein bisschen Käse. Und wir haben auch super viele Smoothies und sowas, also viele auch nicht alkoholische Sachen. Lohnt sich auf jeden Fall beizukommen und dann noch mit Blick aufs Meer. Das will man mehr. Ja, eigentlich schon auf dem Rückweg sein nach dem Sangria. Sind jetzt aber noch durch so eine Gasse gegangen. Richtig schön ist. Und dann haben wir eine Eisdiele gefunden. Und die machen richtig geiles Eis. Und das Krasse ist, die haben diese Pötte, wo das Eis drin ist. Und da wird das richtig frisch drin gemacht. Also die machen das in diesen Pötten durchgehend frisch drin. Mega krass. Die machen ihre Waffeln selbst. Du kannst es auch mit einer Bubble-Waffel haben. Mega geil. Also Coralejo lohnt sich allein schon fürs Essen. Ich glaube, auch abends kann man hier noch richtig viel machen. Hier gibt es auch so einen Square, wo man tanzen gehen kann. Wir werden jetzt aber zurück, weil wir den Kleinen haben. Deswegen auch für einen kurzen Tagestrip lohnt es sich überhaupt schon hier hinzufahren. Morgen machen wir dann weiter mit El Cotillo und Co. Wir werden wieder den Norden sehen. Die Distanzen sind auch echt nicht so schlimm. Vom Süden bis in den Norden braucht man keine 2 Stunden. Läuft. Und man findet noch Highlights auf dem Weg. Generell ist es so, dass man hier überall richtig krasse Sachen sehen kann. Das ist alles gefühlt ein Scenic Driveway, habe ich ja morgen schon gesagt. Wir sind zum Beispiel hier an dem Mountain Tindaya, der ein heiliger Berg ist, aber das kann Mike besser aus dem Off erzählen, während ich euch Drohnen-Footage zeige. Kurz und knapp, die Berge waren vor allem als große Sonnenuhren oder Anbetungsstätten für Gottheiten da. Immerhin sieht man die Sterne hier auf Fuerteventura auch sehr gut, aber dazu ganz am Ende des Videos mehr. Und ich zeige euch noch einen weiteren dieser heiligen Berge, aber erstmal springen wir jetzt in den nächsten Tag und den nächsten Ort. Ich habe euch ja gesagt, wenn ihr durchs Landesinnere fahrt, kommt ihr durch einige coole Dörfer und ein zum Beispiel ist Tuineje hier. Und das ist bekannt dadurch, dass hier 1740 die Rache vom heiligen Erzengel Michael passiert ist. Und zwar hat ein britisches Expeditionskorps versucht, hier die Stadt oder das Land hier einzunehmen von der Seite. Dabei ist von einer heiligen Statue der Arm abgebrochen. Und es wird gesagt, dass so der heilige Michael den Leuten hier geholfen hat, die Engländer zu besiegen, indem sie mit ein paar Dromedaren, deswegen sieht man hier auch Dromedare überall, so ein paar Bilder, und 2 Kanonen. Die 2 Kanonen hier vor der Kirche. Die richtigen Kanonen stehen übrigens in Betancuria. Die schauen wir uns dann vielleicht morgen an. Dass so mit ein paar Bauern hier, die das Dorf verteidigen konnten, beziehungsweise die Gegend verteidigen konnten und das englische Korps, also wirkliche Profis, besiegt haben. Das ist die Geschichte dazu und hier ist noch eine schöne Kirche von 1790. Kann man auf jeden Fall mal ganz kurz stoppen. Ihr braucht jetzt keine irgendwie Stunden euch hier aufhalten, aber so mal kurz 20 Minuten, ein bisschen Luft schnappen, richtig schön. Ach ja, keine Angst. Alle Orte und Restaurants markiere ich euch wieder in der Beschreibung. Ihr verpasst nichts. Weg durch Landesinnere immer wieder sehen werdet, sind Los Molinos, also alte Mühlen. Die gibt es in fast jedem Ort hier. Bei einigen gibt es sogar Schilder dran und die erklären, wie sie funktioniert haben oder warum es eine besondere Mühle ist. Und die passen einfach sehr schön zum Gesamtbild der Umgebung mit der etwas orangeren Erde als weiter außen und alles so ein bisschen eben wohnlicher. Und deswegen sieht es richtig cool aus hier.
Zwei Städte, die sich noch lohnen zu besuchen auf dem Weg in den Norden, sind Antigua und La Oliva. Beides waren mal Hauptstädte für eine kurze Zeit, also von Fuerteventura. In La Oliva gibt es einmal das Casa de las Coronas, das ist so ein bisschen das Obersthaus und eines der bedeutendsten Häuser hier des 18. Jahrhunderts. Leider ist das momentan geschlossen, also man kann hier keine Besichtigung machen, wie sonst für 2–3 Euro. Deswegen schauen wir uns noch die Kirche an, weil die ist auch sehr hübsch. Der Platz an der Kirche ist echt wunderschön, die Kirche selbst auch. Es ist wirklich so ein richtig schön spanischer Platz und man vergisst kurz, dass man eigentlich auf so einer Urlaubsinsel ist und dass hier einfach auch Menschen leben. Die Stadt selbst ist schon relativ alt, ne? Wie vorhin schon gesagt, gab es hier den Oberst oder Coroneles oder wie der heißt, und durch den ist sozusagen, ne, weil er hier so ein bisschen das Oberhaupt war von Fuerteventura, ist die Stadt so wichtig geworden und danach dann auch wieder unwichtig geworden, als er abgesetzt wurde. Und in dieser Stadt gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert Menschen, kastilische Menschen. Ne? Und was ich damit meine ist, dass Fuerteventura, ja wie auch andere Länder, zum Beispiel teilweise Südamerika und so, ne, eben eine Kolonisationsgeschichte haben, ist das gleich in Fuerteventura und sie ist auch nicht unbedingt schön. Denn die Spanier haben auch hier einen Genozid sozusagen betrieben. Dazu werde ich dann aber an Betancuria an anderer Stelle mehr erzählen. Hier werden wir erstmal nur auf das Positive schauen. Kolonialgeschichte ist nie leicht. Einen Beigeschmack hat es immer, auch wenn der Ort hier wirklich schön ist und einige historisch interessante Gebäude hat. So, wir sind jetzt in Los Lajares angekommen und das ist so ein bisschen so ein Hippie-Dorf. Es liegt nicht am Strand und trotzdem ist es der perfekte Ort für Surfer und eben KünstlerInnen, die hier ein chilliges Leben verbringen, weil am Ende ist es so, El Cotillo ist ein Surferort und gestern habe ich euch hier noch im Norden bei Coralejo die Surfspots gezeigt und das ist so ein bisschen so der Verkehrsknotenpunkt zwischen diesen beiden Orten. Das heißt, wenn die Leute surfen gegangen sind, treffen sie sich nachher hier und chillen nach dem Surfen. Generell gibt es hier super viele kleine Bäckereien und Co. Eine französische Bäckerei haben wir gesehen. Natalia hat sich was in einer anderen Bäckerei noch geholt. Big piece of focaccia. Aubergine and cheese and Parmigiano. Yeah, should be good. Und ansonsten gibt es hier noch einige Bars halt. Ne? Ist auf jeden Fall ein schönes Dörfchen und ich glaube, wenn man sich künstlerisch fühlt, kann man sich hier gut aufhalten. So, nach Los Lajares müssen wir nach El Cotillo natürlich. Der Ort besticht jetzt nicht durch krasse Architektur oder so, sondern ist einfach ein kleines, süßes Dörfchen mit sehr viel Surfkultur und die spürt man an jeder Ecke. Ne? Sehr viele Surfshops, kleine Bars, Cafés und hier gibt es einfach, wenn man halt kilometerweit runter und hoch, gibt es hier natürlich die perfekten Strände für Surfer, aber auch Kite- und Windsurfing, weil hier auch der Nordostpassage hergeht. Und es ist eher was zum Entspannen, Chillen, ja, und ein bisschen Zeit verbringen. In Caleta de Fuste gibt es hier ein kleines Castillo, also einen Wehrturm, eine Wehranlage. Immerhin ist sie hier nicht von einem Hotel umzäunt und man kann hier sogar ein bisschen reingehen. Generell ist ja so, El Cotillo war ja der erste Hafen, an dem die normannischen bzw. französischen Eroberer Bethencourt oder Bethencourt, I don't know, wie man ihn ausspricht, im Auftrag der kastilischen Krone Fuerteventura eingenommen hat innerhalb von einem Jahr. Und die Mayorores heißen die, glaube ich, besiegt hat aufs Erste und dann später halt wurden sie auch ausgerottet. So, ne? Also man muss wissen, hier gab es immer schon Ureinwohner, schon über 1000, 2000 Jahre vorher, die, jetzt hat man im Nachhinein rausgefunden, verwandt waren mit den Berbern in Marokko. Und die hatten aber immer schon Bezugspunkte zu anderen. Die Phönizier waren zum Beispiel hier, ne, aus dem libanesischen Raum. Aber auch Sklaventreiber aus Nordafrika und Co. Natürlich Europäer und vor allem Spanier. Und nach der Conquista wurde natürlich dann Fuerteventura eingenommen und die Leute vertrieben. Morgen werden wir uns auch noch Betancuria anschauen, aber jetzt gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Tio hat einige natürliche Häfen und der hier hinter mir ist mein Lieblingshafen. Der sieht richtig schön aus, richtig malerisch, auch mit dem Blau und so in den Häusern und den weißen Fassaden. Richtig krass, aber auch sehr viele Wellen. Ne? Ach ja, und falls ihr euch wundert, warum hier überall so abgerissene Häuser auf Fuerteventura sind, also so viele Ruinen sind, ihr dürft eins nicht vergessen, im 20. Jahrhundert, also auch 1906 und 1907, als hier eine große Hungersnot war, aber auch
zur Zeit der Bürgerkriege, in den 60er Jahren oder danach, herrschte hier riesige Armut. Also es war dann, am Ende war Fuerteventura Teil eines Entwicklungslandes und die Kanarischen Inseln waren sehr lange, naja, wurden sie vernachlässigt. Ne? Ich habe euch im ersten Video ja schon gesagt, in Morocable, dass erst 1970 eine Straße gebaut wurde und dann blühte das Land auch erst richtig auf. Also finde ich ja wunderlich, dass die Leute eben versucht haben, die Steine oder das Holz für andere neue Häuser zu nutzen, weil es eben nichts anderes gab. Wenn ihr übrigens in El Coutil was zu essen sucht, dann geht weiter in Richtung Norden. Da kommt neben dem Strand mit Eimer so eine Promenade mit Cafés, Tapas-Bars und sogar einem richtig guten veganen Restaurant von Happy Cactus. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe mir aber gedacht, wir essen ganz woanders, denn ich habe auf der Hinfahrt schon ein interessantes Restaurant gefunden. So Leute, wir sind wieder quer durchs Land gefahren, weil ihr wisst ja, wir müssen den Kleinen zurückbringen. Wir sind ja in der Costa Calma, aber wir haben noch was zu essen gefunden bei Gran Tarajal und zwar einen American Barbecue, weil wir wollten eigentlich mal wieder Spanisch essen gehen im Landesinneren, aber auch da wieder, wir haben es vor 18 Uhr, die meisten Läden haben nicht unbedingt auf und sie sind arschteuer. Also ich habe gehört, auch so die kleinen Läden sollen arschteuer sein, deswegen sind wir mal zum American Barbecue gegangen. Mal gucken, wie das schmeckt. Wir sind fertig mit den Barbecues, war richtig lecker, die Pork Ribs waren gut, die hatten 3 verschiedene Barbecue-Soßen, die richtig lecker waren und ein bisschen auf Senfbasis waren, zumindest 2 von denen. Natalia hatte das Chicken Brioche, was auch richtig gut war. Vegetarische und vegane Optionen gab es ja leider nicht. Wir gucken mal, was wir morgen vielleicht noch finden für vegetarische und vegane Optionen. Es war auf jeden Fall ein gutes American Barbecue. Der Typ selbst kommt aus Kanada, er hat auch schon in Berlin gelebt, lebt jetzt hier wegen dem guten Wetter. Wer kann es ihm verdenken, ne? Es sind immer noch irgendwie 18 Grad, obwohl es bewölkt sind. Das war es aber für heute. Morgen haben wir unseren letzten Tag hier. Ne? Wir gehen dann nach Betancuria, wir werden Ajuy uns angucken. Ich bin richtig gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir sind auf dem Weg nach Betancuria bzw. Ajuy first und auf dem Weg ist es so, dass man durch sehr viele Gebirgelandschaften fährt und hier gibt es sehr viele Aussichtspunkte und wir sind jetzt an dem, den Namen blende ich unten ein, der ist sehr interessant, weil man kann hier noch weiter hochklettern, das machen wir, weil erstmal direkt an der Straße sieht man schon einige Aussichtspunkte ins Tal runter und jetzt gehen wir da richtig hoch, denn das ist der Ort, wo man richtig gut stargazen kann, also schön Sterne beobachten kann, denn hier ist sehr wenig Lichtverunreinigung. Dadurch, dass hier eben wenig Städte und sowas sind. Generell auf Fuerteventura ist es sehr gut dafür. Und das ist ein sehr hoher Punkt, der für Amateure sehr gut sein soll. Die Professionellen sind natürlich richtig hoch in den Gebirgen, wie in den Anden und Co. Aber es soll ein richtig geiler Spot sein. Wir sind natürlich jetzt bei Tag hier, aber schauen uns trotzdem mal um. Man geht dann irgendwie so 5 Minuten da hoch. Man hat einen richtig geilen Ausblick auch über die Meerenge von Jandia. Also ne, wir waren ja im ersten Video in der Südhälfte bzw. in der Südhalbinsel Jandia. Und das Interessante ist, da werde ich gleich nachher noch mehr dazu sagen, die Ureinwohner früher hatten hier 2 Königreiche, Ayoze und Güemes. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Auf jeden Fall waren die getrennt an dieser Meerenge mit einer Mauer und man kann jetzt immer noch Überreste dieser Mauer finden. Naja, das zumindest zur Geschichte. Jetzt sind wir aber auch schon fast oben. Ich bin trotzdem fast außer Atem. Und dann schauen wir uns noch mal richtig um. Auf dem Weg war schon richtig geile Aussicht. Jetzt erwarte ich aber noch ein bisschen mehr. Ich habe euch bei Tindaya schon gesagt, dass es ein heiliger Berg ist und dass sozusagen der Mond zum Teil hier verehrt wurde. Das gleiche gilt für den Berg Cardón, der hier hinter uns ist. Genau, die Ureinwohner nutzen das halt logischerweise, um Zeit zu berechnen und Co. Man kann hier sogar weiter hochgehen. Ne? Also hier führt ein Trampelpfad weiter hoch den Bergkamm hoch. Wenn ihr Zeit habt, ist das, glaube ich, ein richtig cooler Ort zum Wandern. Das ist generell so. Ne? Wir sind heute sozusagen in dem besten Wandergebiet, weil da ist auch die Biosphäre, da sind Oasen und Co. Macht am meisten Spaß. Wir waren noch mal nachts hier und es ist so dunkel. Eine riesige Empfehlung. Wir sind jetzt in Ajuy, einem richtig schönen kleinen Fischerdörfchen an der Westküste, nicht weit weg von Betancuria. Hier ist im 15. Jahrhundert sind dann das Militär an Land gezogen, um das Land einzunehmen. Hier gibt es auch einige Höhlen und man kann an den Klippen hochgehen. Die Höhlen sind ganz besonders hier, weil das sind die Orte, wo der Legende nach die Piraten ihre Verstecke gehabt haben sollen. Und hier auch die Begründung, warum Betancuria, La Oliva, Antigua früher die Hauptstädte waren. Die waren im Landesinneren und waren deswegen sicher vor Piratenangriffen. Mittlerweile gibt es Gott sei Dank hier keine Piraten mehr. Und deswegen ist Puerto del Rosario mit dem wichtigsten Hafen zur Hauptstadt aufgestiegen. So ändert sich das mit der Zeit.
Außerdem gibt es hier einen richtig schönen schwarzen Strand. Das ist der Strand Playa de los Muertos. Nicht nur, weil er so dunkel ist, sondern auch, weil hier wahrscheinlich viele Piratenkämpfe gefochten wurden und viele Leute hier auch gestorben sind an diesem Strand. Klingt makaber, ich weiß. Aber zum Glück sind es heute andere Zeiten und es ist einfach nur noch ein schönes Fischerdörfchen. Ich kann den Weg zu den Höhlen von Ajuy super empfehlen. Erstmal ist es ein richtig schöner, einfacher Wanderweg, direkt am Meer entlang, direkt an der Küste, an den Klippen entlang. Ist alles hier auf Kalkstein gebaut, deswegen kann man hier auch einige historische Kalksteinminen aus dem 19. Jahrhundert sehen. Hier wurde das Kalk abgebaut, weil das sehr kalkhaltig alles ist, denn hier waren früher die Meeresskelette und Co. sind hier gut verkalkt. Genau, und ansonsten, man sieht natürlich auch die Höhlen im Hintergrund, wie ich schon gesagt habe, hier wo die Piraten und sowas gewesen sein sollen. Generell einfach ein cooler Spot, lohnt sich auf jeden Fall. Um von Ajuy nach Vitancuria zu kommen, muss man über den Berg fahren und dann wieder zurück ins Tal. Deswegen, ich habe ja gesagt, hier gibt es einige Viewpoints und das sieht richtig schön hier oben aus. Und hier kann man auch wieder wandern gehen, einfach himmlisch. Noch ein Highlight auf dem Weg nach Vitancuria ist die Kirche von Vegas de Rio de Palmas. Das ist diese Oase, von der ich vorher gesagt habe. Sozusagen das Tal, wo ein bisschen kälter und hier ist sozusagen, wenn es mal regnet, regnet es hier schön gut rein. Und die ist wirklich schön, die ist sozusagen der Schutzpatronin geweiht. Und die Schutzpatronin hatte hier so ein Ermitage, so ein Einsiedlerhaus gibt es hier auch. Und hier kann man richtig gut wandern. Also wenn ihr wandern gehen wollt, dann hier, weil hier gibt es auch so ein Ark, wie so ein bisschen ein Arches National Park in den USA. Ja, und schaut euch mal den Platz an, der ist wirklich schön. So, wir sind jetzt in Vitancuria angekommen und schon mal da reinfahrt. Das ist so ein richtig schönes Dorf an einem Hang. Es gehört übrigens zu einem der schönsten Dörfer Spaniens seit 2020. Es gibt so einen Titel dafür, weil es sehr sauber ist und eben auch eine wichtige Geschichte hat. Wie ich ja schon gesagt habe, Vitancuria wurde gegründet 1404, glaube ich, oder sowas, oder 1405 von Jean de Bethencourt, wie man den ausspricht. Und das ist sozusagen die erste Hauptstadt des Landes gewesen, also der erste Hauptstadt Fuerteventuras gewesen. Und die schauen wir uns jetzt mal genau an und hier soll es auch was richtig Schönes zu essen geben. Ich hoffe, die haben heute auf. Die Kirche von Vitancuria ist jetzt nicht mehr die älteste. Hier war aber die allererste Kirche. In den ganzen Raubzügen und Co. Hier war zwischendurch auch mal kaputt gewesen. Man hat eine neue Kirche gebaut. Zwischendurch war das hier sogar auch ein Bistum, aber nur ganz kurz. Und das war eher ein politischer Grund im 16. und 17. Jahrhundert, weil sie auf der Seite des Gegenpapstes waren und Co. Und dann haben sie aber 30 Jahre später das Bistum schon wieder aberkannt. Aber das war mal kurzzeitig eine Kathedrale sozusagen. Ich kann jetzt ehrlich sagen, das ist mein absolutes Highlight. Vitancuria ist mit Abstand der schönste Ort auf Fuerteventura. Es fühlt sich gar nicht an wie Fuerteventura. Es ist absolut grün. Es könnte auch irgendwo komplett anders liegen, mitten in Spanien, irgendwo im Norden oder sowas. Hammer. Und dann auch noch diese Geschichte dazu. Jetzt gucken wir mal, ob das Essen auch noch dazu passt. Wir sind im Santa Maria. Das sieht aus wie eine Oase in der Oase. Der Eingang schon sehr schön, direkt neben der Kirche, ist vom Michelin Guide, also es soll einen Stern theoretisch haben. Und hier kriegt man sehr viel, ist natürlich nicht billig, aber in der Stadt ist nicht viel billig, außer ein Restaurant, das ich euch später noch zeigen werde. Aber es lohnt sich wahrscheinlich auf jeden Fall und ich bin gespannt. Mit Abstand das beste Essen der Insel. So krass abgestimmt. Ich hatte das Iberico-Schwein mit dem Kartoffelbrei. Und es hatte so Rosmarin oben drauf und eine richtig krasse Rotweinsauce, die ich so noch nicht hatte. Man merkt auf jeden Fall, warum die in diesem Michelin Guide waren. Meine Mama hatte Kabeljau, der richtig geil war, mit Kartoffeln und Mojo-Soße. Und Natalia hatte die Ente. Und das ist einfach auch noch so gut angerichtet. In so einem Restaurant bin ich echt selten bisher gewesen, wo das so professionell gemacht wird. Dafür alleine lohnt sich schon Vitancuria, aber wir gucken uns jetzt noch ein bisschen weiter die Stadt an. Das Restaurant findest du nicht immer leicht, vor allen Dingen in so Touri-Orten hier, deswegen geht es zu La Sombra, wenn Santa Maria nicht aufhat. Die haben Burger und sowas und auch so nicht überteuert. Egal, wo man hergeht, es sieht einfach alles so malerisch aus. Hier gibt es übrigens auch ein archäologisches Museum. Das hat heute leider zu, das macht erst Dienstag wieder auf. Ja, das lohnt sich wahrscheinlich auch, weil man dann nicht nur Sachen von Vitancuria sieht, also aus der kastilischen Zeit, sondern auch einige Fundstücke von den
Personen, die hier vorher gelebt haben, ne? Den Mayores und Guache und wie sie alle nicht heißen. Dafür werden wir gleich aber auch noch eine Aussichtsplattform, denn da gibt es noch mehr Infos dazu. Betancuria ist wirklich mit Abstand der schönste Ort der Insel. Wenn ich also einen Punkt empfehlen müsste, dann kommt hierher. So, zum Abschluss sind wir nochmal auf einem Aussichtspunkt. Hier kann man Betancuria sehen, hier kann man auf der anderen Seite Richtung Meer schauen und hier sind auch noch 2 Statuen, die wir uns anschauen werden. Hinter mir sieht man die beiden letzten Könige der alten Königreiche von Fuerteventura, bevor sie eingenommen wurden und von den Spaniern übernommen wurden. Ich habe es ja schon vorher gesagt, ne? Am Anfang gab es ja noch andere Königreiche, basierend auf Berber, also ne, verwandt mit den Berbern. Die wurden dann aber nicht nur erst eingenommen, sondern auch auf lange Sicht dann ausgerottet. Mittlerweile gibt es nur noch archäologische Funde, in Villaverde zum Beispiel und Co. Ja. Das ist nicht mein erstes Mal Fuerteventura. Aber ich habe immer gedacht, hier kommt man nur hin, um zu surfen oder am Strand zu chillen. Dass man aber auch so viel Geschichte und Kultur mitbekommen kann, wenn man nur an den richtigen Orten sucht, haut mich um. Aber bevor ich hier meinen ganzen Recap vorziehe, eine Kleinigkeit habe ich noch. Zum Abschied sind wir eben nochmal nach La Parie gefahren, um den Sonnenuntergang zu sehen. Einfach wunderschön hier. Genau, und das war's von Fuerteventura. 7 Tage waren wir hier, 2 Videos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Videoschauen, denn wir hatten Spaß auf Fuerteventura. Hier gibt es wirklich einige Highlights. Mein Tipp, macht auf jeden Fall mal Urlaub hier. Ist zwar schon sehr touristisch hier, aber es hat auch sehr schöne heimische Ecken, wie in Betancuria jetzt am Ende. Und natürlich atemberaubende Strände. Und mit dem Auto überall so leicht zu erreichen und alles for free. Lohnt sich auf jeden Fall. Haut da rein, vergesst nicht zu subscriben und schreibt doch mal in die Kommentare noch ein paar Videoideen, weil ich muss mal wieder irgendwo anders Urlaub machen und ich brauche noch Ideen dafür. Tschüssi!